Hotel gefällt es mir ehrlicherweise nicht so. Wir haben einfach auch gerade Pech mit dem Wetter. Die Duschen funktionieren nicht, die Toiletten funktionieren nicht. Direkt mit der Scheiße aufgetreten. Also bisher war es ehrlicherweise nicht so dolle. Das Bad ist nicht ganz so schön, also duschen würde ich jetzt hier nicht unbedingt gehen. Aber wenn dann die Sonne scheint, man vor so einem Wasserfall steht, dann sind all diese Struggles wieder vergessen. Unsere Reise hier in Laos neigt sich leider so langsam dem Ende zu. Und zum Abschluss sind wir jetzt hier ganz im Süden. Und zwar genauer gesagt in Pak Se. Wir sind aus Takek hierher gekommen mit dem öffentlichen Bus gestern. Das hat fast 10 Stunden gedauert, war auch ein bisschen anstrengend gewesen, sind dann nachts angekommen. Aber haben dafür ein sehr schönes Hotel, hier das Subin Hotel, auf dessen Dachterrasse ich auch gerade stehe. Kostet, glaube ich, 12 € für ein sehr schönes Doppelzimmer. Und wir wollen hier in Pak Se einen Loop fahren, dafür ist die Stadt hier bekannt. Und dafür müssen wir als erstes mal ein Motorrad ausleihen. Today, somebody, you have a motorbike for rent? What kind of motorbike? Semi-automatic, yes. Can we rent for today? Yes. So this one or? Yeah, one of these. Perfect. Oh, it's the brand new. Good condition. How much is it? 120,000 gift if you lend in between this day. Ah, okay. Ist gut. Festfahrt bestanden. Dein Gesicht, wenn du einen Schokodonut siehst, ist abnormal. Wenn du mich mal so angucken würdest wie ein Schokodonut. Oh. Ja, aber was für ein Start in den Tag. Aber ich habe extra noch Obst dazu bestellt, damit es jetzt nicht so unhealthy ist. Ja. Balance ist key. Wir haben uns das Bike jetzt schon einen Tag früher ausgeliehen, als wir den Loop fahren wollen. Den starten wir erst morgen hier im Bolavent-Plateau. Dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Und wir haben das jetzt bei Peter Pan ausgeliehen. Das hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Das ist sehr recht neu. Hat erst vor 2 Wochen aufgemacht, hat er uns erzählt. Also Konkurrenzfilm ist neu nebenan. Und wir wollen uns jetzt den Roller schon einen Tag früher ausgeliehen, weil es hier noch einen Tempel in der Nähe gibt. Und ja, ihr kennt mich ja, Luang Prabang, Chiang Mai. Meine Tempelliebe, den wollen wir natürlich noch mitnehmen hier in Pak Se. Und da fahren wir jetzt mal hin. Okay, das war tatsächlich ein bisschen anstrengender als gedacht jetzt hier in der Mittagshitze hoch. Ganz schön ins Schwitzen gekommen, sieht man wahrscheinlich. Aber dafür sind wir jetzt auch da. Hier hinter mir einmal die große Buddha-Statue. Traumhaft schön und die Aussicht auf Pak Se, nice. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass man hier auch einfach hochfahren kann. Also hier geht die Straße komplett bis hierher. Also falls ihr in der Mittagshitze da seid, dann macht vielleicht lieber das, wenn ihr nicht hochlaufen wollt. Kannst du uns schon was hier zu erzählen zu Wat Pho Salau? Ja, hauptsächlich ist interessant, dass es noch relativ neu ist. Also es wurde 2006 begonnen zu bauen und 2012 fertiggestellt. Also 10 Jahre alt ungefähr. Das ist richtig cool. Neben diesem großen Buddha gibt es hier halt noch, keine Ahnung, hunderte von diesen goldenen kleinen Buddha-Statuen. Genau, und da hinten auch noch Tempel. Die können wir uns auch noch anschauen. Also nachdem ich erst nicht so begeistert war, weil es so super heiß und anstrengend war, hier hochzulaufen, muss ich jetzt zugeben, dass es sich gelohnt hat. Es ist wirklich schön hier gemacht und vor allem auch sehr ruhig. Also es sind eigentlich kaum andere Leute hier. Man kann es natürlich auch noch am gleichen Tag machen, am Morgen, bevor man dann den Pak Se Loop fährt. Aber da wir so ein bisschen die Spätaufsteher sind und schon befürchten, dass wir morgen nicht ganz so zeitig loskommen, haben wir es heute jetzt noch mitgenommen. Und ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist eine richtig coole Anlage. Und es ist kostenlos auch. Und es kostet nichts. Und man hat eine wirklich schöne Aussicht nochmal auf Pak Se mit dem Tafelberg da hinten. Hat einen so ganz kurz, zumindest an Kapstadt erinnert. Bisschen weit hergeholt, aber ich denke mal, kann man durchgehen lassen, den Vergleich. Und ja, dann war es das für heute. Morgen früh sehen wir uns dann wieder. Dann schwingen wir uns endlich richtig auf den Roller. Dann fahren wir den Pak Se Loop. Wir freuen uns mega drauf. Es wird richtig schön. Wetter ist geil. Let's go! Good morning, ready packing. Ja, also ist alles hier drin. Also wir haben jetzt einen 40 Liter Handgepäcksrucksack für uns beide dabei. Ich glaube, es sieht jetzt ziemlich viel aus, aber wir haben halt auch ein bisschen so Technikkram dabei und natürlich warme Klamotten, weil das kann schon kalt werden nachts. Und ja, ich glaube, Horst, du musst den wieder zwischen die Beine nehmen, weil wir haben halt keine Gepäckverlängerung. Das heißt, wir können den Rucksack nicht hinten festmachen, sondern muss ihn dann so zwischen die Beine nehmen, aber passt schon. Glaube ich, ganz gut.
Bevor es losgeht, wollen wir euch nochmal die grobe Route erklären. Und falls ihr euch fragt, wo ich bin, hier in einem wunderschönen Tempel Wat Luang, auch noch hier direkt in Pakse in der Nähe vom Hotel, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Es geht um die Route. Also der Loop startet immer hier in Pakse, der drittgrößten Stadt in Laos, und es gibt einen kleinen und einen großen Loop, wobei unserer Erfahrung nach eigentlich alle den kleinen Loop fahren mit einer Übernachtung im That Lo Village. So machen wir es auch. Wir haben auch schon die Unterkunft im That Lo Village gebucht und man kann den Loop in beide Richtungen starten. Und wir müssen mal überlegen, in welche Richtung wir starten, weil es gibt sehr viel Wasserfälle und sehr viel Kaffeeplantagen zu sehen. Und dafür ist die Region hier auch bekannt. Man nennt es Bolaven Plateau. Aber dadurch, dass sich das Wetter so ein bisschen zugezogen hat, sind wir am Überlegen, welche Route am meisten Sinn macht, in welche Richtung wir starten. Wir hoffen einfach mal, dass es trocken bleibt, weil für Regen sind wir gar nicht prepared. Aber jetzt genug gelabert, es geht endlich mal los. Kurzes Päuschen. Ist übertrieben windig. Ja, bisher gefällt es mir ehrlicherweise nicht so. Wir haben einfach auch gerade Pech mit dem Wetter, glaube ich. Aber man kann es nicht genießen, weil es so windig ist. Ich habe die ganze Zeit Angst, irgendwie, dass wir, keine Ahnung, umkippen oder so. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber man merkt es so richtig, wie der Roller so hin und her geweht wird. Es ist gar nicht geil. I don't like it. Ich glaube, man wird es wahrscheinlich an den Windgeräuschen hören. Das ist schon wirklich heftig. Aber gut. Gegen den Uhrzeigersinn losgefahren und sind jetzt an unserem ersten Stopp angekommen, und zwar dem Pha Suam Wasserfall. Die ganze Strecke ist ja für Wasserfälle bekannt, das ist jetzt der erste und den schauen wir uns mal an. Direkt in die Scheiße aufgetreten. Ich wollte gerade meine Haare zusammen machen, weil es so windig ist, habe nicht auf den Boden geguckt und bin voll in diesen Kuhfladen gedreht. Das kommt davon, wenn du immer den Haaren rumfummelst. Oh, scheiße. Sag mal. Gar nicht mal so leicht zu finden hier. Hier ist so ein Fluss und da sind wir jetzt einfach dran lang gelaufen und hören jetzt hier schon was. Aber es ist jetzt natürlich Trockenzeit. Hier ist so ein Felsenmeer, was bestimmt auch unter Wasser steht, wenn hier richtig Regenzeit ist. Aber da ist auf jeden Fall was. Also bisher war es ehrlicherweise nicht so dolle. Sowohl der Weg hierher auf der Straße, eigentlich was überwiegend so eine Hauptstraße ist, als auch jetzt das Wetter. Aber das Wetter hat sich gebessert, die Sonne kommt so langsam raus und der erste Stopp war echt cool gewesen hier am Wasserfall. Ja, der Wasserfall ist jetzt nicht mega hoch, aber es sieht halt sehr cool aus durch diese Felsen, die da so rechts und links sind. Aber was mir hier krass aufgefallen ist, hier sind super viele Gebäude, die entweder gar nicht fertig gebaut sind oder die verlassen sind. Und man sieht auch auf Google Maps, dass hier mal total viel gegeben haben muss. Also man sieht da sogar Elefanten und es hat mal eine Brücke gegeben über den Fluss und so weiter. Kann natürlich sein, dass das hier durch Covid irgendwie alles verlassen wurde und jetzt auch nicht mehr aufgebaut ist. Ja, aber trotzdem, der Wasserfall ist ein Stopp wert. Und für uns geht's weiter. Ich glaube, Helen dürstet nach Kaffee. Yes. Also eigentlich gibt es hier eine kleine Brücke, da kann man einfach über den Fluss drüber fahren, aber die ist gesperrt, die ist nämlich eingestürzt und deswegen müssen wir jetzt gerade hier diese Schotterpiste außen fahren. Das ist mehr Abenteuer als gedacht, oder? Fast reingefallen. Ja, ist wild. Unerwartetes Abenteuer. Und der Wind macht es nicht einfacher. Nee, Mann, ist echt kalt. Ich muss mir auf jeden Fall gleich lange Hose und Jacke drüber ziehen. Aber jetzt erstmal ein bisschen stärken mit Kaffee und hoffentlich auch was zu essen hier. Ich hoffe, ich hab mega Hunger. Ich auch. Okay, so we will take 2 fried rice, but no meat. And I will take 1 coffee. One coffee. Yes, please. Kommt ja, ey. Chai. Essen hier war echt gut gewesen und falls ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann lasst uns gerne ein Like da und vielleicht auch ein Abo, falls ihr mehr zum Thema Weltreise sehen wollt. Solche Vlogs, Weltreiseplanung, Vorbereitung, alles was dazugehört. Und ja, jetzt machen wir uns weiter nach That Lo, unser Tagesziel. Soll noch so ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Hoffentlich bleibt es trocken. Let's go! Oh, da kommt sie noch rein. Und da
auf der anderen Seite ist noch einer, der ist noch hier. Das ist doch mal ein süßer Empfang hier, oder? Oh Gott, ja. Können wir alle mitnehmen? Einfach 3 kleine Welpen. Wir sind jetzt so ein bisschen unentschlossen. Hier rechts geht es zu unserer Unterkunft. Da sieht man sogar so die Hütten im Hintergrund, wo man mit Sicherheit auch einen schönen Blick auf den Sonnenuntergang hat. Oder wir gehen jetzt noch weiter hier zu dem Schild Wasserfall und genießen den Sunset beim Wasserfall. Ich würde sagen, wir gehen zum Wasserfall. Ja. Ja. Also das war jetzt der Tat Hang Wasserfall. Und hier gibt es noch einen viel größeren, bekannteren Wasserfall, Tat Lo, wie auch hier das Tat Lo Village. Aber wir haben uns jetzt entschieden, wieder zurückzulaufen. Vielleicht doch noch von unserer Unterkunft aus den Sonnenuntergang zu sehen, weil da die Seite, wo jetzt die Wasserfälle sind, da wird man wahrscheinlich keinen Sunset sehen, glauben wir, ohne es wirklich zu wissen. Aber ja, dadurch, dass man doch noch ein bisschen schönes Licht hat, gehen wir schnell zurück zur Unterkunft und hoffen, dass wir noch so den letzten Sonnenstrahlen abbekommen. Also wir sind wieder zurück von der Van Dee Island, weil da ist ein Powercut seit ein paar Tagen und der Owner meinte, das wird auch heute nicht mehr gefixt. Und ja, es gibt keinen Strom, kein Licht, die Toiletten funktionieren nicht, Duschen funktionieren nicht, die Pumpen gehen nicht. Man kann nicht wirklich kochen und wir können auch unsere ganzen elektrischen Geräte nicht laden. Ja, ist schade, weil die Location ist wirklich cool, aber wir suchen uns jetzt noch schnell was anderes, solange es hell ist. Ja, wir haben auf Google Maps ein paar Locations gesehen hier, so ein paar Gasthäuser und da fahren wir jetzt mal hin und hoffen, dass wir noch was anderes kriegen. On the other side, you see the little bungalow? Ja, it's fine. Can we have a look? Oh yeah. Yes. Wir haben eine neue Unterkunft gefunden und zwar das Palamai Guesthouse. Wir hatten Glück und haben noch das letzte Zimmer hier bekommen. Es ist jetzt relativ einfacher Standard, würde ich sagen. Wir haben hier so eine Hütte mit 3 Betten drin, also es ist bis zu 4 Personen. Das Bad ist nicht ganz so schön, also duschen würde ich jetzt hier nicht unbedingt gehen, aber ja, es ist auf jeden Fall okay. Wir sind froh, dass wir noch was gefunden haben und hier gibt es auch Strom und wir zahlen nur 120.000 Kip, also ist auf jeden Fall günstig. Und die Frau, die uns hier alles gezeigt hat, war auch mega freundlich, hat uns auch gleich noch was zum Abendessen empfohlen und da gehen wir gleich mal hin. I take the Pad Thai Vegetable with Egg. Ja, wer will unser Essen haben, aber wir haben noch kein Essen. Nee, essen kannst du gleich jetzt schon. Vielleicht fällt ein bisschen Pad Thai für die runter. Oi, Pad Thai. I wish to be so much better. I wish to be me. Sabadi and Good Morning bei strahlendem Sonnenschein. Das Wetter könnte nicht besser sein, immer noch ein bisschen windig, aber erstmal scheint die Sonne, das ist das Wichtigste. Was natürlich sehr gut ist, weil heute stehen die viel interessanteren Dinge auf dem Programm, nämlich 3 Wasserfälle. Das heißt, unser Plan, die Route umzudrehen, gestern das schlechte Wetter für den schlechteren Tag zu nutzen, hat sich ausgezahlt. Jetzt essen wir erstmal eine Kleinigkeit. Hier bei der Unterkunft gibt es ein kleines Frühstück und dann geht es zum Tat Lo Wasserfall, der hier direkt in der Nähe ist, können wir eigentlich fast hinlaufen. Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't have what you need, but I got what you want, babe. Es war richtig schön hier am Tat Lo Wasserfall und das Coole ist, man kann einmal von unten dran kommen und dann über so ein bisschen Felsen klettern und dann da richtig nah ran. Aber man kann auch von oben dann einmal runterschauen und es gibt auch noch eine Zipline und eine Hängebrücke, die so vor dem Wasserfall langführen. Das kostet was, ist aber relativ günstig und ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, jetzt haben wir erstmal eine relativ lange Fahrt vor uns. Es gibt nämlich die anderen beiden Wasserfälle hier noch, aber die sind schon wieder weit auf dem Rückweg. Aber wir fahren jetzt halt auch richtig durch das Bolavent Plateau. Das haben wir jetzt eigentlich bisher nur angerissen. Freuen wir uns drauf und ihr seht es auf der GoPro, wie das hier aussieht. Wir haben jetzt mal einen kleinen Stopp eingelegt, um uns hier mal ein bisschen die Beine zu vertreten. Und die Strecke heute ist deutlich schöner, nicht nur aufgrund des besseren Wetters, sondern die Straße ist auch nicht so viel befahren, auch wenn hin und wieder mal ein paar LKWs kommen und ein paar Autos auch ziemlich rasen. Aber es ist ja viel idyllischer hier, die ganze Landschaft in diesem sehr fruchtbaren Bolavent-Plateau ist wirklich schön und grün und überall rennen hier hinten im Hintergrund, sieht man es vielleicht, die kleinen Kinder rum, die dann immer ganz freundlich Sabadi rufen. Das ist schon wirklich, ja, um einiges idyllischer heute und ich glaube, die Helen hat schon den nächsten Essensstopp eingeplant. Na klar, Wie und weit- Kaffeespot. Natürlich. Wie weit ist es noch? So eine Dreiviertelstunde mit dem Roller, würde ich sagen. Ja, und da sind dann auch die beiden Wasserfälle direkt in der Nähe, die wir uns noch anschauen. Also, ja. Der Tag heute ist auf jeden Fall viel schöner. Then
Wir sind jetzt angekommen hier beim Tat Ghet Nuang, wie auch immer das genau ausgesprochen wird. Und das ist auf jeden Fall komplett anders aufgezogen hier. Also während die anderen Wasserfälle ja eigentlich relativ wild waren, ist hier ein richtiger Eingangsbereich mit Restaurants, Souvenirshops und so weiter. Da sind noch viele Roller und Vans da. Also ich bin mal gespannt, wie voll es ist. Aber hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet, nach den letzten Tagen, wo wir eigentlich immer wenig andere Touristen gesehen haben, bis hier jetzt so was Großes aufgezogen ist. Aber ja, freut uns trotzdem auf den Wasserfall. closer. Keep me hanging on. Let me feel your body. Alles schon ziemlich cool hier unten, aber man wird schon ordentlich nass. Aber wir haben jetzt gar nicht so viel Zeit, weil wir wollen noch zum Tat Phané. Das ist eigentlich der schönste und bekannteste Wasserfall hier. Essen noch kurz was, aber es sieht schon ziemlich cool aus. Den hier geht es jetzt erstmal zu toppen. Blue moon. Also die beiden Wasserfälle liegen direkt nebeneinander. Eigentlich keine 5 Minuten mit dem Roller. Kosten aber auch beide Eintritt. Also ich glaube umgerechnet sind es so 1 Euro. Also es verträgt die Reisekasse noch gerade so. Ja, und der hier ist auch wieder so angelegt. Der ist natürlich auch ein bisschen touristischer, weil er nicht so weit von Paxe entfernt ist. Das heißt, hier sind halt auch Leute, die einen Tagesausflug von Paxe aus machen. Und man muss nicht unbedingt im Motorradloop fahren, sondern kommt halt auch so relativ schnell hier hin. Aber es sollen die beiden schönsten sein. Und da haben wir den ersten Blick drauf. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Also die Aussicht ist echt cool, aber man ist schon ziemlich weit weg. Die einzige Möglichkeit, da ein bisschen näher ranzukommen, ist eine Zipline. Die führt hier einmal über diese riesige Schlucht. Aber ich glaube, das ist relativ teuer. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Ich hatte im Internet mal was gelesen von 40, 50 Es sind ja Dollar. auch mehrere Ziplines. Also das ist die erste, längste und coolste, aber danach kommen noch 3 andere und noch eine Hängebrücke und so. Da muss man auch ein bisschen mehr Zeit einplanen. On a rerun. Are you hound dog tired singing? Das war jetzt der letzte Stop hier beim Tat Phané, beim Paxe Loop. Und man muss schon sagen, dieser Wasserfall ist schon was ganz Besonderes. Aber wer nur die beiden Wasserfälle sehen möchte, die wir jetzt hier gemacht haben, der kann das Ganze auch in einem Tagesausflug machen von Paxe aus oder sich einen Roller mieten und die beiden machen. Das ist euch überlassen im Endeffekt, weil was den Loop angeht, müssen wir sagen, glaube ich, war der Tat Ghet Loop ein bisschen schöner. Ich würde auch sagen, wenn ihr nur einen Loop in Laos machen wollt, dann macht den Tat Ghet Loop. Der ist einfach von der Strecke her nochmal schöner. Man kriegt irgendwie ein bisschen mehr noch vom Local Life mit und so. Es macht mehr Spaß zu fahren, weil weniger Verkehr ist. Hier, der Paxe Loop ist auf jeden Fall auch cool und ich glaube, die Stops, die man einlegt, sind irgendwie spektakulärer mit den schönen Wasserfällen. Also ja, es ist ein Can-Do, würde ich sagen. Und damit verabschieden wir uns aus diesem Video. Haben noch ein letztes Video in Laos. Da geht es dann nach Don Date auf die 1000 Islands. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wir sind auf dem... Ja, wie heißt das? Durch das... Oh, Man hört nichts hören. Ich will das jetzt nicht hier machen. Nein.